Hallo, ich bin Tom von Tom's Coffee Corner. Heute mal ein Video auf Deutsch. Schön, dass ihr auf das Video geklickt habt, das freut mich sehr. Und ich würde sehr gerne euch zeigen 3 Modifikationen für eure DeLonghi Dedica. Vielleicht habt ihr geklickt, weil ihr diese tolle Dedica schon habt, beziehungsweise vielleicht seid ihr nur neugierig, ihr habt die Maschine noch nicht und wollt schauen, was kann man alles tun, um das beste Espresso zu entlocken. Das werden wir heute anschauen. Lass uns loslegen. Das allererste, was man braucht, um die Maschine eine bessere Espresso herauszulocken, wäre ein richtiger Sieb. Das hier ist ein richtiges Sieb. Wie man sieht, das sind ein Haufen Löcher drinnen, auf die eine Seite sowohl wie die andere Seite. Ja? Das ist ein ganz normaler Sieb, so wie sie ursprünglich gemacht waren. Es ist allerdings so, dass die Maschine mit diesem Sieb mitkommt. Das ist ein zweiwendiges Sieb. Man sieht, es ist nur ein ganz kleines Loch hier unten. Es sind zwar hier viele Löcher, aber unten praktisch nur eins. Was bedeutet, dass dieses Sieb hier selbstständig den notwendigen Druck erzeugt, um ein Creme herzustellen. Allerdings ist es ja auch kein richtiger Creme, sondern was ich so Fake-Creme nennen würde. Und das werde ich dann später zeigen. Dieses Sieb hier, da ist man selber dafür zuständig, dass die Parameter passen, dass der Mahlgrad stimmt, dass es richtig verteilt ist und dass richtig getempert ist. Wenn die Parameter alle passen, dann bekommt man eine ganz tolle, richtige Creme heraus, so wie das gedacht ist. Ich werde euch mal was kurz zeigen, also wie viel Widerstand dass die beiden Siebe selber haben. Wenn ich die beiden Sieben mit Wasser befülle, also aus dem Creme-Sieb bzw. zweiwendigen Sieb kommt kein Wasser heraus. Aber aus diesem richtigen Sieb kommt das Wasser schon heraus. Also, so wie ihr seht, dieses Sieb hier, der macht ja selber den Widerstand. Und der Sieb hier, dafür ist man ja selber zuständig. Anhand von der Feinheit des Mahlgrads, anhand vom Verteilen in dem Sieb und vom Tempern. Dadurch, dass das Creme-Sieb eben selbstständig den Widerstand macht, kommt auch die Maschine mit einem ganz kleinen, so Plastik, ganz leichter Temper. Ja. Das funktioniert mit diesem Sieb, aber mit einem richtigen Sieb braucht man auch einen richtigen Temper. Und zwar so eins. Mit so einem Temper kann man den richtigen Druck, ungefähr 15 Kilo, erzeugen, dass auch der Mahlgut richtig toll komprimiert ist. Ich habe das schon gemacht. Das hier ist das Creme-Sieb, also sogenannte Fake-Sieb. Und hier ist der Mahlgrad entsprechend eingestellt. Das ist etwas grob eingestellt. Weil, wenn man hier zu fein malt, dann kommt es gar nicht aus. Ja, dann ist es einfach zu fein und es kommt gar nicht durch das eine kleine Loch unten. Hier habe ich auch schon ein Sieb vorbereitet und man sollte sehen, das ist etwas feiner. So um einiges feiner, den durch die Feinheit des Mahlgrads, durch den Tempern,
tut man dann selbstständig das schöne Creme, also das richtige Creme machen. Also das ist die allererste Modifikation, ist der richtige Sieb. Ja? Modifikation Nummer 2 ist sowas. Einen bodenlosen Siebträger. Also von sowas auf sowas. Mit dem sieht man alles, was passiert. Und das ist toll, weil somit kann man sehen, habe ich richtig gut und fein gemahlen. Habe ich richtig getempert. Habe ich gut verteilt. Wenn ja, dann kommt es sehr schön raus. Wenn nicht, dann sieht man seinen Fehler. Also, ich tue als erstes das Fake-Sieb hinein. Noch ein Vorteil übrigens von diesem bodenlosen Siebträger ist, man kann ein noch höheres Glas hinunterpassen. Schau das mal an, das ist toll. Und lasst uns mal sehen, wie es dann aussieht mit dem Fake-Sieb. Oh, da kommt der Druck aus sie. So sieht es praktisch aus mit dem doppelbändigen Sieb beim Rauskommen. Somit wird eine Art Creme hergestellt, weil der Sieb selber so viel Druck aufbaut. Nun gut, normalerweise wird es richtig hier in dem Siebträger durchgeleitet, dass es schöner rauskommt hier unten, das ist klar. Aber so wird es erzeugt. Jetzt müssen wir ein paar Minuten warten, denn es ist so viel Druck auf die Maschine gerade, dass wenn ich das rausnehmen würde, würde er eine riesen Sauerei machen. Also wir müssen warten praktisch eine Minute und dann können wir mit dem richtigen Sieb probieren. Also in der Zwischenzeit kann man überlegen, weshalb gibt es diesen zweibändigen Sieb? Weshalb macht der Hersteller sowas? Und das ist ganz klar deshalb, weil wenn man so eine Maschine kauft oder als Geschenk bekommt, es ist ja nicht unbedingt der Fall, dass man auch eine schöne Mühle hat, die fein genug mahlen wird, um für einen normalen einwendigen Sieb das Mahlgut herzustellen. Deswegen, das hier hat viel mehr Spielraum, viel mehr Toleranz. Man kann alte Bohnen hernehmen, man kann vorgemahlene Bohnen hernehmen, man kann ein Mahlgut hernehmen, was gar nicht so fein ist. Und das sind die Vorteile von diesem Sieb, dass man auch ein Resultat bekommt mit Creme, auch wenn man nicht unbedingt eine gute Mühle hat. Das wird dann schon ausreichen für den Normalverbraucher vielleicht, aber für derjenige, der wirklich das Beste rausbekommen möchte. Und die Maschine kann auch ein wirklich tolles Espresso machen. Das wird dann halt nicht reichen. Also schauen wir das mal an mit dem richtigen Sieb. Es gibt übrigens auch noch einen Nachteil bei diesen Creme, diesen doppelbändigen Sieben. Und zwar, die werden leicht verstopft durch das eine Loch hier. Deshalb gibt es die neuere Iteration, dass dieses Filter hat. Und somit kann man das rausnehmen und hier besser putzen. So sieht es aus. Aber jetzt, lass uns mal sehen, wie das ausschaut. Also da habe ich den richtigen Sieb drin. Los geht's.
Das sieht ja gut aus. Delicious. Wie ihr vielleicht seht, rechts ist es mit dem zweiwendigen Sieb, links ist das mit dem einwendigen Sieb, wo wir selber dafür zuständig sind, den richtigen Druck aufzubauen. Also der links, der schmeckt auch schon nicht schlecht, vielleicht ein bisschen bitter. Und diese hier links, der ist viel intensiver nach meinem Geschmack, runder vom Geschmack, einfach leckerer. Also wie gesagt, das sind die ersten beiden tollen Nachrüstungen für die DeLonghi Dedica. Einmal einen richtigen Sieb und einmal einen bodenlosen Siebträger. Was es sonst noch gibt, was wirklich toll ist eine richtige Dampflanze. Das kann man ja auch selber anbauen. So sieht die ursprüngliche aus. Und man sieht, dass die neue um einiges länger ist. Ja, die geht so weit nach unten. Das ist sehr wichtig, dass man die richtige Tiefe bekommt zum Milchschäumen. Wie man sieht, das neue von Rancilio gemachte Dampflanze, das kommt fast bis zum Boden, so dass man wirklich die richtige Tiefe bekommt, der richtige Winkel auch zum Milchschäumen. Und diese hier ist einfach zu kurz. Also der dritte tolle Modifikation bzw. Nachrüstung, die man machen kann, ist diese Dampflanze hier, die mit der DeLonghi mitkommt, durch eine andere zu ersetzen. Und zwar diese hier ist von Rancilio. Das bekommt man bei Amazon. Ich habe auch eine Anleitung gemacht auf meinem Kanal, wie man sowas installiert. Das setzt schon etwas handwerkliches Geschick voraus, aber das kriegt die meisten hin mit etwas Geduld. Also für die Mutigen von euch kann ich das auch wirklich empfehlen, auszuprobieren, wenn ihr wollt. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Die notwendigsten Upgrades sind meiner Meinung nach das bodenlosen Siebträger und einen einwendigen Sieb. Und somit hast du deine Maschine supercharged, upgegradet, gepimpt, wie auch immer du es sagen willst. Du kriegst eine ganz tolle Espresso aus der Maschine. Ich würde sagen, bis 500 € kommt nichts anderes besser heran, als wie diese Maschine hier. Und deswegen habe ich diese Maschine immer noch nach 5 Jahren, obwohl ich noch teure Maschinen habe. Die Maschine ist meine treue Begleiter. Die ist klein und leicht, packt sich gut ein. Für Urlaube kann man sehr gut mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen hoch, also ein Like. Und wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist es auch okay. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal sage ich Happy Coffee Drinking und Happy Espresso Drinking. Pfiat euch!